For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, nein, kleiner Spaß. Hier ein guter alter Bekannter von mir, Andi, wohnt in der Nähe von mir in Rottweil. Der Andi hat eine obercoole Theo-Anlage hier. Zwei ganz hübsche schwarze Theos, werdet ihr kleiner sehen. Ich möchte generell die nächste Zeit mal öfters wieder so Home Stories machen sozusagen, ne? Wenn irgendein Terrarianer richtig tolle Tiere hat, tolle Anlage hat, dass man das mal ein wenig zeigt. Ich glaube, das interessiert bestimmt jeden aus der Community. Und da fangen wir bei dir heute an, Andi. Okay. Danke für die Einladung. Und naja, gucken wir mal, was wir hier alles an tollen Tieren beziehungsweise auch tolle Tricks und Technik, ne, das macht ja auch so eine Anlage aus, was wir hier alles bei dir sehen. Jawohl. Also hinter dieser Türe, beziehungsweise da ist jetzt keine Türe mehr, die haben wir ausgehängt, rein aus Platzgründen. Da verbirgt sich das Theo-Paradies. Guck mal, wenn wir da unten, da sieht man sicher sitzen die zwei. Ich glaube, die riechen schon, dass sie bald was zu essen kriegen. Haben wir schon hingerichtet. Andi, geh mal rein in dein Theo Paradise, Jurassic Park. Hast jetzt vor einem Jahr ungefähr, gell, hast die Anlage gebaut, oder? Ja, ich habe eigentlich angefangen mit einem Terrarium, 2,50 Meter lang, auf 1 Meter auf 1 Meter. Da war jetzt nur Jungtiere mit 30 cm, 25, 30 cm groß. Und nach einem halben Jahr ist es einfach zu klein geworden und so entstand dies hier. Da hast du gedacht, jetzt brauche ich ein Zimmer, okay? Brauche was Größeres, genau. Also richtig coole Anlage. So, gerade mal noch mal kurz die Tiere. Da hocken sie. Da guckt der Andi hier, will sie, ich glaube durchs Glas checken ist es gar nicht so, gell? Okay. Also, wenn man hier mit der Heuschreckendose ein bisschen wackelt, dann geht hier das Leben gleich los. Können wir mal hier von oben filmen. Die zwei hübsche. Das Ganze ist ein Pärchen, gell? Schwarze Theos. Ja. Und du sagst, du hattest erst. Also das Interessante ist ja auch, bei den Theos, jeder will möglichst High White, aber hier, das ist das Männchen. Ein auffallend dunkles, schwarzes Tier, also finde ich auch echt cool. Mit dem viele Schwarz gefällt mir wirklich sau gut. Natürlich auch ein schöner Kontrast zu dem Weibchen. Ne, Weibchen hat so die typische Farbe, beziehungsweise geht eigentlich ins High White oder ist ein High White oder geht ins High White. Ist ein High White Mädel. Da ist natürlich echt ein perfekter Kontrast zwischen High White und Klassik. Oder beziehungsweise eben nicht Klassik, sondern ein richtig schön dunkles, fast schwarzes Tier. Gell? Achso, guck mal hier. Das sind die Namen hier, oder was sehe ich jetzt gerade durch Zufall? Ja, am Anfang hatten wir eigentlich andere Namen und mittlerweile hat sich das eigentlich so ausgestellt, dass er eigentlich ein richtiges Arsch und sie ist einfach nur die Schnecke, weil sie vom Charakter her viel besser ist. Okay, beziehungsweise jetzt kann ich euch mal noch... Das war die Anfangsnamen. Das ist hier das alte Namensschild. Da war es noch Wotan und Wanda. Okay, und das Männchen wurde leider zum A.Kind degradiert. Gell? Andi, noch gleich wegen sag mal was zur Technik hier drin. Was hast du denn, also wenn man reinkommt, merkt man, hat gefühlt 30 Grad hier drin. 30 Grad haben wir also Zimmertemperatur zwischen 28 und 30 Grad. Die Wärme hole ich über X-Reptile, das ist der Spot hier.
Da muss ich sagen, das war eigentlich die beste Anschaffung, wo ich jemals machen habe können. Da muss ja auch am meisten drunter liegen, gell? Ja, absolut. Und das Licht ist nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Okay. Und dann hast du da nochmal 2 Strahler, gell? Genau, das sind Mischlampe, jeweils 100 Watt am Fenster oben und hier unten. So Mischlichtlampe, die Reptisu Genau, Mischlicht, okay, ja. genau. Aber wie gesagt, nicht vergleichbar mit X-Reptile. Also die von der Ausbeute oder von der Helligkeit, von der Wärme her, also kann man mit nichts vergleichen. Okay, diese HID, das ist schon nochmal ein deutlicher Unterschied, gell? Okay, und dann hast du da oben noch sowas LED-mäßiges. Genau, das sind 2 große Hallestrahler. Die haben 22.000 Lumen, einer. Okay, aber hier nochmal einer, wo ist der andere hier? Und somit bekomme ich auch die richtige Beleuchtung für die Theos. Ich gehe jetzt gerade nochmal einen Schritt zurück, das Schwierige ist ja wirklich das mit der Kamera einzufangen, ne? Also hier haben wir nochmal einen kompletten Überblick. Und die Wärme erreichst du dann im Prinzip nur über die Lampe, oder? Musst du mit dem Heizkörper noch dazu heizen? Nein, auf keinen Fall. Wenn ich den Heizkörper jetzt noch anschalte, wäre es viel zu warm. Den habe ich nie an. Okay, und hast so eben Raumtemperatur 30 und unter den Strahler wird es dann 45 ja. Grad haben. Okay. Du hast gesagt, du lässt sie dann ab und zu haben sie ihren Auslauf. Genau. Das heißt, hier mache ich am Abend auf. Da ist das Türle. Okay. Genau, hier mache ich am Abend auf und dann dürfen die in der Wohnung rumlaufen. Okay. Abends kriege die ihren Freilauf. und mache die das auch, oder? Also sie jetzt weniger, aber er wartet eigentlich nur drauf, bis wir heimkommen und dann kratzt er schon an der Tür. Okay, der will das. Der braucht es, der geht dann ins Wohnzimmer, in die Küche, aufs Sofa, bis ich ihn dann wieder reinschicke. Und das macht er tatsächlich. Okay, und da kriegt er auch nichts zum Fressen. Also das ist jetzt auch kein Futterinstinkt, dass er deswegen rauskommt, weil er weiß, es gibt was zu fressen oder so, sondern wirklich, der vertritt sich die Beine oder was? Genau, also Futter gibt es definitiv nicht draußen, gibt es nur hier drin. Futter gibt es draußen gar keins. Das ist rein freiwillig, was er macht. Okay, das ist echt ein Phänomen, gell? Und latscht dann irgendwann wieder zurück, gell? Zeigt halt auch, dass die Theos von der Intelligenz her doch also für ein Reptil extrem hoch sind. Gell? Ja, absolut, ja, die sind also echt weit, muss man sagen. Ich will jetzt nicht sagen so wie ein Hund, aber es kommt schon nah hin. Okay. Du hast hier diese Rolle, habe ich vorher gesehen, genau. Was hat es mit denen auf sich? Also wir haben immer Probleme gehabt mit dem Ausbrechen. Wir haben ringsrum noch eine Wand gehabt und an der Wand ist er immer hochgegangen, ist oben rumgelaufen und ist dann raus ins Zimmer. Also er ist immer rausgekommen, egal was ich gemacht habe, bis ich gesagt habe, ich mache jetzt alles weg. Okay. Also hinter an der Rückwand hat Genau. so eine Brüstung oder was? Und Genau. die hat er genutzt zum Sprung nach außen oder was? Richtig, genau. Okay. Er ist immer hochgeklettert und ist dann hier drüber, über die Brüstung und raus. Okay. Und die Rolle sind, wenn er von unten kommt, dass er einfach Ja, drehe sich. geht nichts Also mehr. wenn er Männchen macht, sozusagen hier Männchen macht, dann kann er sich einfach nicht festhalten und... Genau, oder wenn er zum Beispiel springt. Okay. Er springt nämlich auch gern. Okay. Springt er dagegen. Okay, raffinieren. Naja, das ist eigentlich ein guter Trick, ne? Kann man sich definitiv auch abgucken, wenn man das Problem hat. Dann, klar, sowas verhindert dann den Ausbruchversuch, gell? Ja, so viel erstmal zur Technik. Dann kriege die Jungs und Mädels jetzt ein Häppchen, oder? Richtig, genau. Dazu gehen wir in die Küche und bereitet mal eine Kleinigkeit vor. Also wir sind tatsächlich in der Küche und als ich vorher kam, dachte ich, oh cool, der Andi hat irgendwas vorbereitet, damit wir ein paar Häppchen hier, damit ich hier auch nicht leer ausgehe, aber das ist leider nicht für mich, sondern für die Theos, gell? Genau richtig, genau richtig. Von allem was, weil oft heißt ja, die Theos essen nur Fleisch, was ich wieder nicht also ich sagen kann,
definitiv fit. Sie fressen alles unsere, von A bis Z alles. Hier mal ein kleiner Überblick, das habe ich mal hergerichtet. Und das ist jetzt, hast du jetzt wegen eine Mischung gemacht, zum zeigen, was er alles frisst, oder ist das wegen so gleich wegen des Standard, was du regelmäßig halt fütterst, oder? Genau, die kriegen das regelmäßig. Mäuse, Ratte, Obst, Gemüse, Hühnerherze, Ei. Okay. Und das mischst du jetzt zusammen, oder? Genau. Das sind jetzt Himbeere. Also du machst jetzt gibt es 2 Schüssel, jetzt kriegt jeder seine Schüssel, oder was? Genau. Okay, unglaublich. Nicht Ja, schlecht. Traube, Tomate, Paprika, für ihn ein klar mehr, Äpfel, kommt noch ein Ei dazu, Banane und Gurke. Und das Ganze tun wir dann ein bisschen vermischen. Und dann zu guter Letzt Vitamine. Okay. Sieht nach gesunder Ernährung aus. Jetzt geht gerade die Kaffeemaschine los, gell? Ja, genau. Der kommt aber nicht nach oben drauf, oder? Nein. So, jetzt. Okay. Okay. Jetzt lernt er noch die Frau des Hauses kennen. Hier die Petra. Und wieso zu 2? Einfach weil der halt, also klar, um das einfach gerecht verteilen, oder was? Ist einfach sicherer. Also ich finde es einfach sicherer, das ist ja, wenn sie die Schüssel nachher ausschlägt mit ihrer Zunge, ist mir ganz am Anfang, wo sie klein war, schon mal passiert. Sie schlägt aus und er schnappt die Zunge. Aber da war jetzt noch klein, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Okay, ja. Darum muss ich ihn jetzt erstmal hier rüber locken. Aha. Okay. Die Ratte, die wird jetzt auch kleiner verfüttert, oder? Ja, guck mal, Stefan. Okay, warte, ich komm. Also, ja, schon mal in Florida gibt es ja das Gator Jumping, habe ich ja gesehen, wo sie irgendwelche Hähnchen der Alligatoren hinhalten. Ja. Das ist, hier hier ist das Theo Jumping. Okay, da schwenk ich mal kurz rüber. Ah, ja, genau. Ah, sie kriegt ein Mäusle. Er nimmt die Ratte. Ja, genau. Und die Dame kriegt die Mäuschen. Okay. Da gibt es Mäuschen Nummer 2. Bei mir wäre nach den 2 Mäusen wahrscheinlich Schluss gewesen, aber... So, Stefan, jetzt müssen wir gucken, dass dass wir was gibt. Genau. Nicht, dass er rüber geht. Okay. Das Ei, okay. Also auf Ei fahren sie brutal ab. Fahren sie voll ab, ja, das habe ich bei uns auch schon gesehen. Aber er frisst echt alles, gell? Also ich Ja, hätte jetzt eigentlich geschätzt, dass er sich jetzt hier Hühnerherz herauspickt. Nee. Aber jetzt ist erstmal wegen Müsli und Obst angesagt hier. Paprika. Also Tomate mögen sie sicher. Also das Rot, Okay. Rot ist sehr interessant für sie. Paprika, Tomate, das ist, ja, da fahren sie voll drauf ab.
Wo sie Nagler auch noch, Stefan, richtig drauf abfahren, das sind die Heuschrecke. Die Heuschrecke hier. Ja. Also da lassen sie sogar Da bleibt der alles, Aufsteller da. da bleibt alles stehen und liegen. Sind so ein Häppchen. Aber ich meine vom Füttern eben, das kannst du halt nur als Nee. als Snack zwischendurch mal geben, gell? Weil ja sonst, da kannst du ja dosenweise reinschmeißen. Ach guck, jetzt gibt es ein Hühnerherz. Die Heuschrecke bleibt drin. Ja, gleich 2, jawohl. Na, nee, die eine ist wieder weg. Aber dass die das so am Stück wegspachteln, das ist schon phänomenal. Gell? Ich hätte jetzt gedacht, naja, oder da picken sie das ein oder andere raus und der Rest später. Also eigentlich, oder du stellst die Schüssel rein und die machen sie leer und Ja, also bei ihr kann man sagen, da bleibt was liegen, Ja. aber dann kommt er und macht es leer. Ich okay, glaube, wir gehen jetzt mal rüber, weil er hat fast schon leer. okay, einmal Schwenk. Guck, jetzt kriegt der auch noch ein paar Heuschrecke. Eben, und was ich sagen wollte, dann wäre die sozusagen Viertelstunde, halbe Stunde gefüttert. Und wenn die Schüsseln leer sind, Schüsseln raus und dann, also die bleiben jetzt nicht drin stehen und am Abend raus, sondern Nee, sofort raus, definitiv. ja, die Fresse ist leer, kommt die Genau. Schüssel weg und dann Genau. Fütterung vorbei. Ja, interessant. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn du sagst eben abends kriegen sie ihren, oder macht er vor allem seinen Rundgang. Ja. Wie stuberein ist er denn? Also, Genau, deswegen erstmal auf Blättleboden im Flur und das langt meistens schon aus, bis er im Wohnzimmer ist, dass, ja, okay, also da Wenn so, diese Sauerei gibt. wenn er Runde läuft, dann regt es schon seine Verdauung auf an. jeden Fall, also viel Und dann- besser wie hier drin. Dann kriegt der Kachelboden Andere Farbe. an. Okay. Ja, nicht schlecht. Und wie gesagt, der Kot kommt immer darauf an, was man viel füttert. Manchmal ist er ein wenig flüssiger, wenn es jetzt viel Obst gibt, Gemüse oder sowas, dann ist er ein bisschen flüssiger. Füttert man viele Ratten, Mäuse, dann ist er tatsächlich fest. Aber jetzt habt ihr im Prinzip fast jeder eine Dose Heuschrecke verfüttert hier, oder? Kriege ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Auf jeden Fall. Fall. Aber Ja. schnelle Dösle Heuschrecke für Oder jeden. wenn ich Schabe von dir mitnehme, dann sind es auch meistens so zwischen 20 und 30 Schabe, Okay. wo ich verfütter. Aber ich finde einfach, das sollte man den Tieren auch gönnen, wenn sie was speziell mögen. Ja, oder es ist vielleicht auch, oder so vom Jagdinstinkt und so weiter, dass der nicht völlig beim Schüsselfutter Ja. auf der Strecke bleibt. Also oder die so, Schabe gell? lasse ich jetzt nicht laufen, aber die Heuschrecke schmeiße ich auch mal Ja. rein. Also ab und zu gebe ich auch mal ein rohes Ei, komplett. Aber da haben sie dann schon zum Kämpfen, bis es eigentlich knackt hin. Bei ihr muss er nachhelfen, einmal draufschlagen, dass es klappt und er rennt echt mit dem Ei rum, bis er es kaputt hat. Okay, ja, Ei in die Schnauze Ja, und ach ja. was. Dann knacke ich das mit Schale und fresse es auch mit Schale Ratzeputz, oder? Nee, es wird dann ausgeschleckt. Also Echt? die Schale vielleicht ein bisschen, aber der Rest bleibt dann liegen. Ach was, Also nur okay. das Gute. Okay. Sehe ich gerade noch dahinter, hast in der Kiste hast wegen Versteck oder Unterschlupf gebaut, gell, mit Heu, da guckt gleich wegen Heu raus, gell, Ja, oder? die ist komplett voll mit Heu. Und nutze es als, oder ist es jetzt, Da schlafen sie drin. ja, Ja. nachts marschieren sie ab und rein in die Kiste, oder was? Ja, also meistens so um 8, halb 9. Erste, wo drin ist und dann kommt sie. Ach, und was. da pennet sie drin. Okay, Am Anfang war es die grüne Box hier rüber, die Kiste, auf der anderen Seite. ja. Ah ja, hier, ja klar, genau, die ist mir. Na gut, sie hat genug. Da war jetzt am Anfang drin, wo sie noch kleiner waren und jetzt nehmen sie die große. Du hast als Bode Rinde drin, gell, irgendwie Pinie oder Also ich Rindemann habe hier das, so? das Reddy Bar kann ich drin. Da habe ich so um die 15, 20 Sack drin. Dann habe ich Pinienerde fein und normale Waldbode. Okay. Und das Und- als Gemisch.
Mhm. Aber auch noch nie was gemerkt, eben, die Leute sagen immer, mit Darmverschluss und so weiter, wenn sie da was mitfressen oder so. Noch nie was. Also gar nicht, null. Aha. Also das wird ja bestimmt mal vorkommen, dass sie ein bisschen von der Erde mitfressen. Sie wäre es halt einfach verdauen wahrscheinlich. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also da passiert gar nichts. Also was mir schon aufgefallen ist, das wo ich habe am Anfang Steine drin gehabt von so 3, 4, 5 Zentimeter, dass sie den immer in den Mund nehmen und wie nagelt. Okay. Ob das jetzt für die Zähne gut ist, ich weiß es nicht. Ach was, interessant. Aha. Und den tragen sie dann auch rum und schmeißen ihn wieder weg und irgendwann holen sie ihn dann wieder. Aha. Also ist mir schon aufgefallen. War echt komisch, gell, Peti? Das ist dann aber zu gefährlich, gell? Ja, Ja, eben, da ist dann schon riskanter. Ne, wenn man dann bedenken kann, wenn man Ja. ihn verschlucken würde, ja, dann heißt Tierarzt. eben, so ein Stein, der wird halt nicht verdaut, komme was Ja. wolle. Gell. Ich sage, am Anfang habe ich noch ein Wasserbecken drin gehabt, aber das haben sie nicht genutzt. Nee? Nee. Aha. Aha. Also ich sprühe jetzt jeden zweiten Tag, also richtig alles nass Ja, und besprühe auch sie und das genießen sie, das Okay. finden sie toll. Aber Ja. jetzt das Wasserbecken haben sie dann gemacht. okay, ja. Ja, so kenne ich auch nicht, dass sie da irgendwie Bad oder sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ja, schau mal in den Mülleimer, wenn was übrig bleibt. Auch wenn es bei den Köpis was gibt, was übrig bleibt, Ratte, Mäuse oder sonstiges, gehe ich hier rein und Fliegt entsorge zum das, Thema. ja. Wäre einfach zu schade, wenn was liegen bleibt. Ein richtiger Schwab. Ja, genau. Und er könnte ja morgen schon wieder fressen. Mhm. Also bei ihr nicht. Sie siehst du jetzt morgen gar nicht. Okay. Ja, also sie ist da total weg den nächsten Tag. Aber also er wird morgen wieder fressen. Aber eben, das denke ich ist wichtig. Oder deswegen hat er eine schöne Figur, weil man darf natürlich nicht sagen, ah, komm, dann gebe ich denen jeden Tag, weil sie jeden Tag so einen hungrigen Eindruck machen. Ich denke, muss man so vernünftig sein und halt wirklich eben zweimal die Woche gut ist. Gell? Ja, und Nein sage. Und vielleicht der dritte Tag dann Snack. Hm. Das heißt Heuschrecke, Schabe. Mhm. Ja, wir können jetzt mal den Bauch angucken, wenn du möchtest. Okay. Das Sieht was? ja, man sieht schon, eben, das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, wie brav und anständig er dann generell ist oder nach dem Fressen ist, oder aber lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Ja, Nur- er kann auch anders. Also Okay. er kann auch anders, ja. Aber eben, wo hat er seinen Spitzname? A. Lochkind Herdan. Dann hole ich sie mal. Oh, komm mal her. Oh, hoppala. Also sie ist da ganz anders. Okay. Aha. Die chillt auf der Schulter sozusagen. Ja, also sie hat komplett anderes Wesen wie er. Und eben normal, wenn du an dem Tag wie oder am Futtertag, tust du trotzdem oder den Mann trotzdem rauslassen oder machst du Nee. dann Pause? Nee, also normalerweise nach dem Fressen, ich nehme sie normalerweise auch nicht mehr raus. Also Ah. Tür zu und Ruhe. In Ruhe, Ja. ja. Ja, da haben wir ein schönes Schlussbild, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall der Theo. Theo, genau. Ich fand es super spannend, super interessant. Petra, komm auch nachher zu deinem, wenn ich hier so als Gastgeber. Ja, 1000 Dank, dass ich hier sein durfte. Also ich Gerne. fand es voll cool, voll spannend, voll interessant. Ne? Also ich meine, ich habe selber, zum Teil haben wir ja ein paar hundert Theos, aber bei uns geht es halt, ja, in Anführungsstrichen ist es ja wegen Massabfertigung, beziehungsweise unsere sind auch kleiner, muss ich sagen, genau. Und die kriegen halt eine Schüssel reingestellt und man achtet da gar nicht so drauf. Aber die Ne? sind ja von dir. Ja, genau, ja, die sind Da war ich, glaube ursprünglich. ich, eine Stunde bei dir und habe mir die Theos raus. Oder wir waren eine Stunde im M&S und haben im hinteren Raum, im vorderen Raum so lange gesucht, bis wir die richtigen gehabt haben. Bis die zwei waren, okay, ja. Nee, also super toll, wirklich wahnsinnig interessant, was die für ein
ja, was die für ein Verhalten haben, ne? Oder was die, Temperament, ja, alles, genau, oder wie der die Schüssel leer schlägt und so weiter, unglaublich. 1000 Dank, dass ich da sein durfte. An die Community, wenn es euch gefallen hat, was ich eigentlich sicher bin, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Channel, dann seht ihr noch mehr so tolle Home Stories. Danke an die Petra für die Gastfreundschaft. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Checkt die Tegus. Tschüss. Ja.